Herzlich willkommen zur Taroskop-Legung mit Ella. Lieber Skorpion, wir sind im November und wir befassen uns mit der Liebe. So, schauen wir mal, welche Energien da sind, was du nutzen kannst, was du vielleicht vermeiden solltest. Denk dran, es ist eine allgemeine Legung, kann nicht immer für jeden passen. Deshalb zieh dir raus, was für dich persönlich passt, was du nutzen kannst, was für dich eine Inspiration ist, die Dinge anzugehen. Und ja, du entscheidest selbstverständlich, was davon für dich passend ist und wie du damit umgehst. Gucken wir erstmal, wie die allgemeinen Energien für dich in der Liebe aussehen. So, der Skorpion im November, da haben wir den Eremiten. Der Eremit bedeutet in sich gehen, die Schätze in sich selbst suchen und natürlich, ja, das Teilen, das Licht nach außen tragen im Nachhinein. Ja, also im November ein bisschen zurückgezogen, das ist dein Geburtstagsmonat und da wirst du sicherlich auch feiern und trotzdem kann man auch in sich gehen und die Dinge erkunden, die man selber mitbringt. Das erste, was wir haben, ist die Situation. Wir haben die Königin der Stäbe. Das ist Feuerenergie. Das ist leidenschaftlich. Das ist auch versuchen, seine Ziele zu erreichen mit viel Elan, Energie und Disziplin natürlich. Ja, auch in der Liebe. Was haben wir dann? Was passiert? 7 der Schwerter, Konflikt. Es gibt etwas, was geklärt werden muss oder du möchtest etwas ansprechen. Das kann, wie gesagt, in einem Streit enden, kann aber auch die Luft reinigen, je nachdem. Die 7 der Schwerter ist aber auch eine Energie, die nennt sich die Diebstahlkarte, dass jemand mit etwas zurückhält. Das kannst du sein, weil du ja in der Position des Eremiten bist, energetisch gesehen. Oder aber es kann sein, dass jemand etwas vor dir verbirgt. Die Hoffnung ist, dass alles sich gut wendet, zum Guten wendet mit der Sonne, dass alles positiv weitergeht. Das ist eine schöne Energie. Erwartungen, die 2 der Stäbe, das ist eine Entscheidung. Ja, welchen Weg gehst du weiter in Sachen Liebe? An wen oder wohin wendest du dich? Dann haben wir versteckte Faktoren, die dir nicht bewusst sind. 3 der Stäbe. Und damit suchst du nach neuen Horizonten, neuen Dingen in Sachen Liebe, die ja dir noch nicht bekannt sind. Du möchtest etwas Neues kennenlernen, andere Dinge, aber das ist dir nicht so bewusst. Die kurzfristige Zukunft ist der Turm. Und der Turm reißt alles nieder, was dir nichts mehr nützt, was dir nicht dienlich ist, was dich nicht weiterbringt. Und das ist letztendlich ja auch positiv, dass du eben nicht mit Dingen hantieren musst oder dich mit Dingen auseinandersetzen musst, die dich wirklich nicht voranbringen, auch in Sachen Liebe nicht. Der Ausgang ist die Königin der Münzen und damit hast du natürlich Stabilität und Sicherheit im Fokus und auch, dass du die Dinge sicher machst, beständig machst. Ja, das ist Erdenergie. So, dann schauen wir mal, wie dein mögliches Gegenüber oder dein Partner, deine Partnerin im November das so auffasst. Die Situation für deinen Partner, deine Partnerin ist die 6 der Münzen. Und das bedeutet, die Person möchte Ausgewogenheit. Ja, dass man geben und nehmen, dass das ausgewogen ist. Das ist auch in Ordnung. Es geht um Fairness. Was passiert? Wir haben die 6 der Schwerter. Dein Gegenüber bewegt sich in Richtung ruhigere Gewässer, also möchte keinen Stress, keinen Streit, kein gar nichts. Kann sein, dass dir die Person im Moment einfach ein bisschen aus dem Weg geht oder dass es andere Verpflichtungen gibt, denen sie sich widmet. In den Hoffnungen haben wir die 5 der Stäbe. 5 der Stäbe ist so ein kleiner Panzer, den sich dein Gegenüber so angelegt hat. Das heißt, so ein bisschen Verteidigungsmodus, vielleicht aufgrund halt dieser möglichen Konflikte oder das, was verborgen wird. Als nächstes haben wir die Erwartungen. Das ist das Ass der Münzen. Das ist das Gleiche, was du letztendlich auch erfüllen möchtest mit den Münzen. Ass der Münzen ist natürlich auch so das Nonplusultra an Sicherheit, Stabilität und das, was deinem Gegenüber halt auch wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ja, so, was haben wir da noch? Wir haben jetzt die versteckten Faktoren bei deinem Gegenüber.
Dein Gegenüber, dein Partner, deine Partnerin oder dein potenzieller Partner oder Partnerin braucht ein bisschen Ruhe, braucht ein bisschen Rückzug auch. Auch wie der Eremit. Du ziehst dich zurück, dein Gegenüber zieht sich zurück. Das muss nicht schlecht sein. Das muss einfach sich gegenseitig einen gewissen Freiraum gewähren. Das ist deinem Gegenüber aber nicht bewusst. Ja? Nahe Zukunft, 10 der Stäbe. Die Person legt einen alten Ballast ab, befreit sich davon. Und du hast ja da auch den Turm. Also es geht darum, wirklich Dinge aus der Welt zu schaffen, die vielleicht auch der Beziehung im Wege stehen, der möglichen Beziehung dann auch. Und der Ausgang ist die 9 der Kelche. Dein Gegenüber empfindet das als sehr wohltuend letztendlich. Und du ja auch mit der Königin der Münzen. Gucken wir jetzt nach dem gesamten Ausgang. Die Situation ist ein Neubeginn mit der Welt. Alte karmische Dinge werden aufgelöst und ein neuer Zyklus beginnt. Das ist sehr positiv. Was passiert? Ritter der Stäbe. Leidenschaft kommt auf. Bei Leidenschaft muss man aber immer darauf achten, entweder, dass es dann nicht tatsächlich in Streit ausartet, beziehungsweise, dass die Leidenschaft nicht so schnell verpufft. Ja? Dafür muss man etwas tun. Dann haben wir Hoffnung insgesamt. König der Kelche. Viel Liebe, viel Romantik. Das ist schön. Das ist eine schöne Hoffnung für euch beide. Ja? Vielleicht bist du auch romantisch gestimmt und möchtest das dann auch, nachdem es hier, wie gesagt, ein paar Unstimmigkeiten gab, ja, und ja, dein Gegenüber so ein bisschen den Rückzug angetreten ist und du vielleicht auch. Ja, so ein bisschen Romantik kann nicht schaden. Die Erwartungen sind die 4 der Münzen. Dass man zusammenhält, dass man das, was man hat, zusammenhält. Ja, da also auch, ich sag mal, behutsam mit umgeht. Ja, so, dass man zu schätzen weiß, was man miteinander hat. Ja, dann kommen die versteckten Faktoren und das ist das Ass der Schwerter. Wichtig ist, die Wahrheit zu sprechen. Wichtig ist, dass ihr offen und ehrlich miteinander kommuniziert. Und das ist unbewusst. Aber es ist euch beiden eigentlich klar. Ja? Die nahe Zukunft, 5 der Kelche. Eine gewisse Melancholie kann dabei auftauchen, wenn man nämlich über Dinge spricht, die einen stören, die einen ja vielleicht nicht so gefallen. Jedenfalls, der Ausgang ist der Mond. Also ist es noch alles noch nicht so ganz an dem Punkt, wo der Neubeginn tatsächlich ja, Fuß fasst, sage ich mal. Und die Engelkarte für eure Beziehung ist, gib deiner Beziehung eine Chance. Arbeite an deiner Partnerschaft. Das ist der Hintergrund, ist halt tatsächlich, es gibt versteckte Aggressionen, es gibt Kleinigkeiten, die manchmal in einer Beziehung oder auch in einer Freundschaft oder so störend wirken. Ja? Und dann zieht sich der ein oder andere mal zurück. Dann spricht man darüber, ja. Wir haben hier ja auch ja, viel Hoffnung und wir haben Kleinigkeiten, wir haben aber auch wichtig die Wahrheit, jedem seinen Freiraum lassen. Wir haben hier den Turm, die 10 der Stäbe und die Melancholie. Natürlich, wenn etwas Althergebrachtes umgestoßen wird, was Neues kommen soll, man sich von alten Lasten befreien soll, macht das melancholisch, das ist klar. Und hier haben wir ja, dein Wunsch oder dein Ausgang ist die Königin der Münzen, der Ausgang deines Partners, deiner Partnerin, die 9 der Kelche und wir haben den Mond. Also die Entwicklung schreitet noch voran. Und natürlich musst du daran arbeiten. Dein Gegenüber braucht ein bisschen Ruhe, braucht ein bisschen Frieden. Du bist auch bereit oder ihr beide seid bereit, auch ein bisschen Romantik einkehren zu lassen. Jetzt ist die Jahreszeit, wo es alles dunkler wird, man kann Kerzen anmachen, man kann sich, sag ich mal, ein Bärenfell vor den Kamin legen, was auch immer. Auf jeden Fall etwas Schönes, Romantisches wäre gut. Gucken, dass die Leidenschaft nicht so schnell verpufft, ja, dass man nicht so ja, schnell wieder zur Tagesordnung übergeht, die Dinge einfach reifen lässt und sich Zeit nimmt füreinander. Und wie gesagt, an den Dingen, die unklar sind oder die Dinge, die bisher noch nicht angesprochen sind, dann mal bespricht
und natürlich dann versucht, ja, einen Neuanfang zu starten oder die Dinge wieder so ein bisschen in Schwung zu bringen. Das wäre sehr schön. Und mit dem Eremiten kannst du ja vielleicht auch noch Dinge an dir entdecken, die du bisher noch gar nicht so hervorgeholt hast in der Beziehung, auch für dich nicht. Ne? Vielleicht entdeckst du Talente, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hast, auch in Sachen Liebe, dass du ja, es mal auf eine andere Art und Weise versuchst, deinen Partner, deine Partnerin zu überraschen. Das wäre doch sehr schön. Jedenfalls ist das Ganze noch in der Entwicklung. Wir haben hier den Neustart und entweder das ist eine ganz junge Beziehung, dann muss man ja sowieso sich erstmal kennenlernen, sich näher kennenlernen und das sollte man langsam tun, damit die Liebe Zeit hat zu wachsen. Ja, wenn man zu schnell leidenschaftlich wird, ist sie, wie gesagt, schnell verpufft. Deswegen wichtiger ist es, dass man die Person, mit der man sich einlässt, eben gut kennt. Und selbst wenn man jahrelang eine Beziehung führt, lernt man immer noch neue Facetten aneinander kennen. Das liegt einfach daran, dass sich jeder auch verändert mit der Zeit. Ja, und dann wandelt sich das Ganze. Und um das zusammenzuhalten und um das glücklich zu machen, muss man auch immer an sich und an der Beziehung arbeiten. Ja, lieber Skorpion, ich hoffe, du kannst da möglichst viel mit anfangen, die Dinge so richtig schön in Schwung bringen, das schön genießen und wie gesagt, aus dir vielleicht auch Dinge holen, die du längst als begraben dachtest, die vielleicht neu wieder aufleben können. Ja, und Melancholie ist ja dein Themenbereich. Du kannst dazu ja sicherlich viel beisteuern, dass das dann auch wieder, ich sag mal, in eine Richtung geht, die interessant wird, dass das zum Thema wird, Melancholie, ne? Da so ein bisschen nachforschen und so. Und wie gesagt, ein Neuanfang ist immer eine positive Sache. Dein Partner hat daran gearbeitet, du hast daran gearbeitet, auch mit Leidenschaft und deshalb habt ihr euch das natürlich auch redlich verdient. Ja, lieber Skorpion, ich hoffe, wie gesagt, das bringt dich ein Stückchen weiter, dass du Lust hast, auch die Arbeit in die Beziehung zu stecken und dein Partner natürlich auch, denn es wird sich sicherlich lohnen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg dabei und einen tollen Neustart in Sachen Liebe. Bis bald. Tschüss.